Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir machen heute mal wieder eine Überraschungsneunerlegung. Ich gucke mal, ob ich sie mit 2 Decks kläre. Also, was sollen wir wissen? Um was geht es? Welche Situation darf ich weitergeben? Das ist die häusliche Situation, das Umfeld, die Familie, Angelegenheiten im häuslichen Bereich, im Umfeld. Viele haben vielleicht das Thema Neubeginn in der Vergangenheit gehabt, irgendwo auch ein großes Kreuz damit. Können ja auch Sachen sein, die mit dem inneren Kind zu tun haben, die einen ordentlich aus der Bahn geworfen haben. Schicksalshafte Situationen mit Kindern oder dass man irgendwo tatsächlich versucht hat, im kleineren Bereich etwas zu verändern, aber es dann schwieriger war. Das sind die Verträge, die Verbindungen, die Beziehungen, das Außen. Wie verbindlich ist man, wie verschlossen ist man, wie zeigt man sich. Möglicherweise sind ja auch Bindungsthemen aus den Kindertagen mit dabei. Möglicherweise sind ja auch Dinge, die man nicht nach außen tragen möchte. Und es scheint so, als ist ja so ein bisschen Stress oder Unruhe. Irgendetwas, das unseren Frieden stört. Es kann ja auch darum gehen, was sagt man denn noch von dem, was man denkt oder was hält man zurück, um irgendwelche Verbindungen auch nicht zu, wie nennt man es, in den Konflikt zu bringen. Wir haben das Schiff. Wir haben den Fuchs. Und wir haben hier das Buch. Hier ist es so, dass wir auf die längere Zeit irgendwie die Warnung drin haben, unterm Deck haben wir uns, dass wir uns mal unser Beziehungskonstrukt angucken. Ne? Wo ist unsere Lebensreise so, wie wir sie uns vorgestellt haben? Wo sind Träume? Wo müssen wir gucken, dass die Richtung stimmt? Wo sind Unehrlichkeiten, wo sind unausgesprochene Dinge? An sich ist es hier so, dass wir ein neues Kapitel eröffnen dürfen, ein Wissen haben, das uns weiterbringt. Vielleicht auch eine ganz neue Erfahrung. Ja, hier ist der Fuchs und hier sind die Sterne. Da, wo jetzt offene Fragen sind oder Sachen, wo man nicht richtig weiß, wie entwickelt sich etwas langfristig, da darf man ruhig auch gucken, was stelle ich mir vor, wie ist mein Weg, ist er so verbindlich, wie ich es möchte oder fehlt mir irgendwas, wo mache ich zu viel mit mir selbst aus, aber hier ist tatsächlich irgendwie ein Moment, der sehr viel Klarheit bringt, Wunscherfüllung auch. Hier gibt es tatsächlich auch Geheimnisse, Sachen, die nicht ausgesprochen werden, aber im Unterbewusstsein rumoren. Möglicherweise erfährt man hier auch etwas, was einem verheimlicht wurde. Möglicherweise hat man selber Geheimnisse im Beziehungsleben oder möchte hier irgendetwas oder bearbeiten. Ja, und wir haben hier eine Umbruchssituation, eine Belastung, die auch aus Verbindungen mitkommt. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht der ein oder andere in der Vergangenheit etwas umgestaltet hat und es entwickelt sich nicht so richtig, wie es soll. Es kann jetzt am häuslichen Bereich sein oder auch in all den Bereichen, wo man sich vorstellt, wo möchte man sein.
Es ist eine Situation, wo wir eine Verstrickung beenden. Das kann auch in der Liebe sein. Wir haben unten die Liebe, die Herzensangelegenheiten. Es kann auch eine Sache sein, die wir in der DNA schon haben, die einfach so geprägt ist. Ne? Wie verhält man sich, wenn man in einer Beziehung ist, oder wie korrespondiert man nach außen oder mit dem Umfeld. Ich habe hier sehr, dass man viele Sachen mit sich selbst ausmacht und dass man hier ruhig auch mal sagen darf, so, es reicht hier. Ne? Gucke dir Dinge genau an, lese zwischen den Zeilen, sei achtsam. Hier ist auch irgendetwas, wo man spürt, schon lange spürt, dass etwas nicht stimmt. Und hier unten ist die Klärung von dessen. Ja? Es können ja auch Konkurrenzsituationen sein, ne, wo andere in die Sache mit einspielen oder sich einmischen oder irgendetwas tun, das uns nicht richtig gefällt. Die Frage ist halt dann, schlucke ich es runter oder trage ich es nach außen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wir haben hier den Hirschkäfer dabei. Da kündigt sich eine Wachstumsphase an. Hier sind die neuen Erkenntnisse und die sind auch verbunden mit neuen Kräften. Man gestaltet etwas mit einer anderen Kraft, aus einer anderen Energie heraus. Das ist hier sehr spannend, denn wir haben ja hier uns und die Hirschkäferkarte sagt einfach, dass wir Sachen, die uns betreffen, wir haben uns das Umfeld, die Liebe, die Beziehungen tatsächlich selbst in die Hand nehmen sollen. Dass wir etwas aussprechen, dass wir unsere Meinungen ehrlich sagen, dass wir uns einsetzen für das, was uns wirklich am Herzen liegt und wichtig ist. Aber hier wird einfach gesagt, es gibt so wirklich fruchtbare Erkenntnisse. Und es ist eine Sache der Aktion. Ne? Es kommt ein bisschen auf uns an. Wie nehmen wir die Dinge in die Hand? Wo erkennen wir, dass etwas falsch läuft, aber wir akzeptieren es? Und es ist Zeit, dass man eben aktiv wird und nicht wartet oder irgendetwas aussitzt, sondern dass man für seine eigene Freiheit auch einsteht. Gut. Selbstliebe ist wichtig. Ihr seid wichtig. Und hier ist es auch noch so, hier kommt der Aha-Moment. Ne? Im Prinzip ist es aber so, wenn man etwas immer wieder analysiert und genau anguckt und noch rumsucht, wo sind so versteckte Sachen, ne? Dann ist es halt auch so, dass Probleme größer werden. Unterm Deck haben wir den Glücksfall, den wünsche ich uns allen und heute wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.